Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute wieder eine kleine Talkrunde. Es geht um das Thema PCOS. Ich hatte das mal in einem meiner Videos angesprochen, ob euch das Thema interessiert. Da kam viel Zuspruch. Vor allem bekomme ich eigentlich fast täglich auch Nachrichten von jungen Frauen auf Instagram, die dort eigentlich wissen, dass ich an PCOS leide. Ich sage euch auch gleich, was das ist. Ja, sehr, sehr viele Nachrichten immer mit der Frage oder mit hilfesuchenden Nachrichten, weil es mittlerweile sehr, sehr vielen jungen Frauen diagnostiziert wird und viele Frauen machen sich dann natürlich Sorgen oder auch junge Mädchen, die das erfahren, machen sich dann Sorgen, werde ich denn später Kinder bekommen und so weiter, wie war es bei dir? Deswegen wollte ich darüber mal ein Video machen und euch über mein PCOS berichten, meinen aktuellen Stand, denn nicht nur, dass ich PCOS habe, ich habe auch nach 20 Jahren, fast 20 Jahren Einnahme der Pille, und die Pille habe ich auch deswegen eingenommen, weil ich PCOS habe, auch die letztes Jahr abgesetzt, und auch da wollte ich jetzt mal drüber erzählen, was so los ist. Und ja, erstmal ganz, ganz wichtig, ich bin keine Expertin in diesem Gebiet. Ja, ich kann jetzt halt nur die Sachen euch so mitteilen, die ich herausgefunden habe, wo ich jetzt weiß und wie es bei mir ist und auch dann, wie es so in Zukunft weitergeht. Da würde ich euch dann auch gerne auf dem Laufenden halten, wenn es euch denn interessiert. Aber ich will halt jetzt mal über meine Erfahrungen sprechen und meine Infos, die ich habe. Ihr könnt aber natürlich auch, was super wäre, auf jeden Fall euch in den Kommentaren austauschen. Auch da werde ich euch Fragen stellen, dass wir uns da wirklich dann in den Kommentaren nochmal austauschen und gegenseitig helfen, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele Frauen betroffen sind und das ja ein wichtiges Thema ist, worüber man sich auch gar nicht schämen muss, darüber zu sprechen. Und ja, legen wir mal los. Erstmal sage ich euch, ich will es nicht falsch aussprechen, einmal, was PCOS überhaupt bedeutet. PCOS heißt Polyzystisches Ovar-Syndrom. Und sehr, sehr viele Frauen bekommen das diagnostiziert, meistens entweder, weil die Frauenärztin am Ultraschall sieht, dass in den Eierstöcken, vor allem in den Eierstöcken, ja ganz, ganz viele Zysten sind, und meistens sind die angeordnet wie eine Perlenkette. Das ist meistens so das erste Anzeichen. Dann gibt es Symptome. Zum Beispiel leiden viele Frauen entweder an Unfruchtbarkeit, also das ist eigentlich das Hauptsymptom, Unfruchtbarkeit, Ausbleiben der Menstruation oder unregelmäßige Menstruation, und dann so Folgebeschwerden wie Haarausfall, Hautunreinheiten, zu viele männliche Hormone, ja, und Übergewicht. Das sind so eigentlich diese Hauptgründe, wie man das meistens so rausfindet. Bei mir war es jetzt so, dann kommen wir jetzt erstmal mal zu meiner ganzen so Geschichte, so wie es bei mir war. Denn komischerweise, also erstens will ich ja auch damit so euch die Angst nehmen. Ne? Oft ist ja die Angst, kann ich dann keine Kinder bekommen. Ihr seht ja an mir, ich habe 8 Kinder. Okay, einmal Sechslinge, aber ja, ich habe zweimal meine 2 Schwangerschaften, die erste und die Sechslinge, falls ihr so meine anderen Videos nicht kennt. Gerne reinschauen, da gibt es ja auch viele Videos und Informationen über all die ganzen Themen. Genau, also meine erste Schwangerschaft, die Sechslingsschwangerschaft, war ja mit Hilfe einer Hormonbehandlung. Da ich eben, komme ich aber gleich zu meinen Symptomen vom PCOS, ja, nicht schwanger werden konnte. Und der letzte war dann sogar mit Verhütung der Pille. Also von Natur aus sozusagen schwanger trotz PCOS. Deswegen will ich da auch so ein bisschen euch die Angst nehmen. So, jetzt kommen wir mal zu meiner Geschichte. Und zwar, bei mir hatte das Ganze so angefangen, dass ich mit 16 Jahren das erste Mal zur Frauenärztin gegangen bin, weil ich keine monatliche Periode hatte. Ich hatte keinen Zyklus, ich habe die einmal irgendwann mal bekommen und dann gar nicht mehr. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen mit 16 Jahren und habe halt gesagt, ja, ich kriege meine Periode nicht. Ihr müsst euch mal vorstellen, so, ne? Das erste Mal, ihr geht so zum Frauenarzt und sagt, ich habe meine Periode nicht, und sie dann so, ja, sind 16, na dann am besten Pille. Und das ist leider bis heute ganz, ganz oft der Fall, dass obwohl, überlegt mal, damals, da hieß es ja auch noch gar nicht irgendwie, also ich wurde weder untersucht, weder wurde irgendwas geguckt, weder irgendwelche Blutuntersuchungen wie jeder Schilddrüse noch sonst irgendwas. Es wurde sofort die Pille aufgedrückt, ja. Und heutzutage, auch wenn sie feststellen, es ist PCO, wird meistens direkt auf die Pille verwiesen. Und das Problem mit der Pille ist, die Pille bekämpft nicht, sondern die Pille unterdrückt zwar die Symptome, falls ihr diese Symptome, diese vorhin erwähnten Symptome habt, unterdrückt sie nur die Symptome,
behebt aber nicht die Ursache. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das ist das Problem, was leider aktuell so ist oder schon immer so war, dass die Ärzte halt nicht so wirklich dahinter sind, die Ursache herauszufinden, sondern eher gleich mit der Pille diese Symptome, ne? Dann hat sie ihre Ruhe, hat sie, weiß ich nicht, Übergewicht, Unreinheiten, und dann auch noch das, dann am besten Pille und gut ist. Aber das ist halt eben der Fehler. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe halt, wie ihr wisst, ich habe Sechslinge bekommen und so. Ich habe nie wirklich die Zeit gehabt, so wirklich mich um meine Gesundheit zu kümmern, um meine Probleme, ja. Sondern ich habe halt jahrelang, ging es halt immer um meine Kinder, ja. Die Sechslinge sind halt Frühchen und es war immer so Fokus auf die Kinder und deren Gesundheit und deren Entwicklung und man hat sich dann natürlich auch als Mutter vernachlässigt. Ich glaube, das kennen viele Mamas. Ja, und ich habe mich dann halt erst später so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber ja, genau, ich habe dann halt eben mit 16 mit der Pille angefangen. Und hatte damals keine Gedanken, also es wurde mir wieder gesagt, ich habe PCOS, noch war ich mir dessen bewusst oder sonst irgendwas, nichts. Ne? Ich habe dann einfach ja, die Pille genommen und dann hatte ich sozusagen meine Regel, was ja auch keine Regel ist, sondern es ist ja eine Abbruchblutung. Also es ist keine richtige Menstruation. Also wenn man sich so wirklich, und ich habe da nämlich das Buch gelesen, das ist sehr, sehr interessant, das nennt sich Bye Bye Pille. Könnt ihr googeln, gibt es bei Amazon und so. Bye Bye Pille heißt das. So informativ, ey, wie krass wir künstlich unseren Hormonhaushalt da so mit der Pille machen. Und das ist so heftig. Und gerade wir Frauen, ich werde mir dessen immer mehr bewusst, wie komplex wir eigentlich sind, wie komplex unser Körper ist und wie der von Hormonen gesteuert wird. Und das ist so heftig. Und seit den letzten Jahren habe ich mich halt immer mehr so mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Deswegen, ja, möchte ich hier eben meine Erfahrungen teilen, ne? Aber geht's weiter. Ich will das Video jetzt nicht so lang ziehen. Ich versuche immer so ein bisschen schnell zu reden. Genau, dann habe ich ja geheiratet, sehr, sehr früh. Ich wollte auch früh Mama werden. Ihr könnt ja mein allererstes Video angucken, wo ich mich so vorstelle. Da habe ich so alles, falls ihr mich noch nicht kennt, da habe ich so alles so ein bisschen grob so aufgezählt, meinen ganzen Lebenslauf. Schaut da gerne vorbei. Ich will dann halt nicht jetzt immer so ausschweifen vom Thema. Genau, früh geheiratet und ich wollte auch immer früh Mama werden. Es war dann halt so, als wir dann geheiratet haben, hat dann auch mein Mann gesagt, ja, brauchst du nicht diese olle Pille zu nehmen, ne? Wenn was wird, dann wird. Also wir haben in dem Moment nicht direkt entschieden, so jetzt mit der Kinderplanung. Er hat einfach gesagt, nimm diese Tabletten nicht, ne? Wenn irgendwas sein sollte, wenn du schwanger bist, wirst du schwanger. Aber wir haben jetzt halt nicht darauf jetzt so beharrt. Und das war halt das erste Mal, ne? Ich habe dann gesagt, gut, ich brauche das Zeug jetzt nicht mehr. Habe die Pille abgesetzt und dann, ja, was war? Kam halt kein monatlicher Zyklus. Und dann stand ich halt so blöd da. Und dann war es so, okay, ja, eigentlich müsste ich ja so eine Periode haben, ne? Und die hatte ich nicht und dann war es halt so, ne, bin ich eventuell jetzt schwanger oder was ist los? Ne? Dann kamen halt wieder diese ganzen Fragezeichen, die ich dann halt schon mit 16 hatte. Und bin halt zur normalen Frauenärztin gegangen, habe ihr das geschildert. Und eine ganz normale Frauenärztin ist ja da nicht so, wie nennt man das, so spezialisiert auf dieses Thema. Und hat mich dann relativ schnell eben in eine Kinderwunschklinik geschickt. Meistens geht man auch, also nicht nur, wenn man Kinder haben will, sondern wenn man hormonelle Probleme hat, geht man auch meistens eben in eine Kinderwunschklinik. Weil die dort eben mit diesem ganzen Hormonthema sich besser auseinandersetzen. Die haben ihre Hormonlabors und so weiter. Die können einen da halt eben mehr helfen. Ich weiß auch nicht und deswegen wäre da auch eben meine Frage, dass wir uns da in den Kommentaren austauschen. Ich habe selber auch noch nicht gesucht, eben spezielle Frauenärzte sozusagen, die auch spezialisiert sind auf das Thema. Habe ich jetzt selber nicht gefunden. Vielleicht gibt es da sowas, dann schreibt es gerne in die Kommentare, so hier in Berlin oder falls sonst jemand euch dann fragt, gerne. Auf jeden Fall, ja, hat sie mich dann da hingewiesen und zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, war es auch so, sie hat mich da eben zu dieser Frauenärztin, zu dieser Kinderwunschklinik überwiesen. Da bin ich da halt hin und ja, und die hat eben das übernommen, dass sie komplett also alles untersucht hat, ne? Also Schilddrüse, ich hatte eine Hirntomographie, weil es gibt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht, wie das heißt, es gibt ja halt auch so einen Bereich im Gehirn, wenn da irgendwas ist, das kann auch diese Hormonstörung verursachen. Das wurde untersucht, also Blut, Insulin, also alles wirklich komplett wurde untersucht und es wurde nichts gefunden. Auch das mit dieser Perlenkette mit dem Eierstock, auch das bin ich der Meinung, hatte ich nicht, beziehungsweise kann ich mich nicht erinnern, dass sie das gesehen hatte damals, mit 18. Da war es einfach so, ja, keine Ahnung. Also da war wirklich, ich hatte da keine Diagnose. Ich hatte weder zu viele männliche Hormone, noch hatte ich Übergewicht, noch hatte ich Haarausfall, schlechte Haut. Also ich hatte nichts von den ganzen Symptomen, außer
keinen monatlichen Zyklus, keine Periode. Das war eigentlich das Einzige, was ich hatte, keine Periode. Ja, und dann war es halt so, ja, was jetzt? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir im Familienkreis eine junge Frau, die seit 5 Jahren schon den Kinderwunsch hatte, die sehr, sehr viel durchgemacht hat, also so Hormonbehandlung bis hin zur künstlichen Befruchtung und ja, nicht schwanger war. Und das war dann so halt, weil ich sie kannte, hatte ich dann auch in dem Moment diese Angst, oh je, gut, also ich habe keine Periode, also sie hat dann halt mich nur aufgeklärt, ne, dass ich dann wahrscheinlich wird es schwer mit dem Kinderwunsch und ja, wie es denn so aussieht. Und das war eben der Zeitpunkt, dadurch, dass wir diese Bekannte hatten und ich wusste, dass sie so einen langen Kinderwunsch hatte ich dann plötzlich Panik. Oh je, wer weiß, wann kriege ich dann erst Kinder? Ich wollte ja Frühmama werden, ne? Also es war ja mein Wunsch, Frühmama zu werden. Und deswegen haben wir dann gesagt, gut, wie sieht es denn aus, ne? Und die Frau Netzen hat dann eben aufgeklärt und gesagt, ja, was man machen kann, ist halt eben diese Schritte, um schwanger zu werden. Ne? Und das sind ja immer so eine Schritte, wer sich da so auskennt. Ne? Meistens ist es erstmal so leichte Hormontabletten. Ich meine, die hießen Clomiphen. Ich kann mich echt so, viele Sachen, so wie die hießen, so die Medikamente genau hießen und so, kann ich mich nicht erinnern. Das ist wirklich ja sehr, sehr lange her. Deswegen, ja, und ich weiß nur, dass es erstmal diese Tabletten waren, weil ich weiß, meine Cousine hat nämlich auch diese Hormonstörung und sie wurde mit den ich meine, die heißen Clomiphen. Ich weiß nicht, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ich mich irre. Aber es sind halt solche hormonstimulierenden Tabletten. Die haben bei mir nichts bewirkt. Das hat sich bei mir nichts getan, zyklusmäßig. Aber meine Cousine ist mit denen schwanger geworden und hat auch Zwillinge bekommen. Und genau, und dann hieß es halt eben nächste Schritte. Ne? Nächster Schritt wäre dann halt diese stärkeren Hormone. Auch wie die heißen, weiß ich leider auch nicht mehr. Auf jeden Fall sind die ja dazu da, die Eireifung anzukurbeln und dann, sobald die Eier reif genug sind, bekommt man dann eine andere Hormonspritze, wo dann der Eisprung ausgelöst ist und man weiß halt ganz genau, wann die Tage sind, wo man fruchtbar ist und dann schwanger werden kann. Und dieses ganze Thema, das habe ich ja in meinen anderen Videos bearbeitet, ne, wie es zu den Sechslingen kam und so, das könnt ihr euch dann gerne angucken, falls ihr hier die Fragen habt. Aber es sind halt immer so diese Schritte und bei mir war es dann Gott sei Dank, dass ich genau nur mit diese Hormonspritzen dann schwanger wurde. Also so weit mussten wir Gott sei Dank nicht gehen, dass ich halt irgendwie meine Eier ja im Reagenzglas befruchten haben muss oder sowas hatte. Nee. Also wir mussten Gott sei Dank eben nicht so weit gehen bis zur künstlichen Befruchtung. Das hat bei mir sehr, sehr schnell angeschlagen, dass ich dann auch schwanger wurde. Ne? Ja, und dann nach jeder Schwangerschaft hieß es dann eigentlich halt immer Pille. Das erste Mal erst vor, ja, und somit nahm ich eigentlich jedes Mal nach meinen Schwangerschaften, nach der Abstillzeit und so weiter immer wieder dann die Pille, weil es hieß dann immer Pille. Ne? Einerseits klar, um trotzdem zu verhüten. Ich habe mich nie darauf ausgeruht, so, okay, ich habe eine Hormonstörung, ich kann vielleicht nicht schwanger werden. Ich hatte schon immer so Panik, gerade so nach Geburten sind die Hormone ja ganz, ganz anders. Ne? Das habe ich ja erlebt nach den 6 Dingen, dass ich ja 3 Monate danach gleich wieder schwanger wurde. Auch dazu mache ich euch noch ein separates Video, wo ich dann nochmal über den Malik Musa erzähle, über die Überraschung, wie er so entstanden ist und den Schock beim Frauenarzt. So habe ich eigentlich immer direkt wieder die Pille genommen. Erst vor so, ich muss mal kurz überlegen, Malik Musa ist jetzt 11, ich glaube so vor 6 Jahren, ja, so circa vor 6 Jahren hatte ich mich immer mehr so, oder 4, 5 Jahren, also vor circa 4, 5 Jahren habe ich mich dann nochmal ein bisschen intensiver mit dem Thema Pille auseinandergesetzt. Das war halt nämlich so, meine Frau Netzen hatte mir irgendwie gesagt, ja, sie muss mir die Pille wechseln, weil es gab wohl irgendwie die Pille, die ich zu der Zeit einnahm, gab es wohl irgendwie einen Todesfall in Frankreich und deswegen wollte sie mir eine andere jetzt geben. Und ich habe ja immer halt die gleiche genommen. Ich habe auch die Pille immer gut vertragen. Also ich hatte weder irgendwie Kopfschmerzen noch Gewichtsprobleme, gar nichts. Also ich habe auch immer ganz normal die Pille auch sehr gut vertragen. Ja, und dann hatte sie mir die Pille gewechselt. Da war auch, ich habe mir halt nichts bei gedacht, so vertrage ich die oder vertrage ich die nicht, weil ja, ich hatte halt nie dieses Thema oder dieses Problem. Und dann war es so, dass ich plötzlich, ja, fast 10 Kilo zunahm. Ich habe plötzlich extreme Migräne und ich gehöre wirklich zu den Menschen, die keine Kopfschmerzen haben. Ich kannte keine Kopfschmerzen. Mittlerweile schon, weil ich habe leider auch seit einem Jahr das Problem habe ich aber auch Gott sei Dank in den Griff bekommen, mit nachts Kiefer zusammenbeißen. Das hat bei mir sehr viele Probleme gemacht gehabt. Doch da, bis ich rausgefunden habe, was ich habe, aber auch da, Gott sei Dank, das habe ich in den Griff bekommen. Aber bis dato, ich kannte nie Kopfschmerzen, ich kannte nicht, was Migräne ist.
plötzlich hatte ich jeden Monat eben Migräne. Und mein Gott, seitdem ich leide, wenn ich höre, andere Frauen leiden unter Migräne, weiß ich, wie es denen gehen muss. Das ist so schlimm. Auf jeden Fall, es war so schlimm. Also, ne, Kopfschmerz ist ja noch eine Sache, aber Migräne, oh mein Gott, ich dachte nur, was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Bis ich dann plötzlich, ich weiß nicht, wie auf die Idee kam, hey, ich habe mal gehört irgendwie, dass manche Frauen durch die Pille Kopfschmerzen bekommen. Bin ich zu meiner Frauenärztin, ich meinte, ich glaube, es ist die Pille, weil ich kann mir nichts anderes erklären, warum ich plötzlich Migräne habe, obwohl ich ein Mensch bin, der nie an Kopfschmerzen leidet. Ja, und was war? Sie musste mir wieder die alte Pille, die ich davor nahm, verschreiben. Und das war halt eben so dieser Punkt, wo ich mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dachte mir so, ey, es kann doch nicht sein, dass ich immer diese Pille nehmen muss. Und dann habe ich mir auch einmal auch mal den Beipackzettel durchgelesen. Auch das habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Zusätzlich habe ich mir auch noch irgendwie Videos zu dem Thema angeguckt, also wie gefährlich die Pille ist und was das alles so im Körper macht. Und das war halt einfach auch so der Punkt, wo bei mir die Alarmglocken geläutet haben. Und ich einfach gedacht habe, so, nee, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang diese Pille nehmen muss. So, was habe ich gemacht? Bin ich wieder zu einer Kinderwunschklinik. Ich wollte nicht damals zu der, wo ich davor war. Ich hatte mich ja mit der damals sowieso auch nicht mehr gut verstanden. Also nach den Sechslingen, es war ja halt auch die normale, also es war ja auch weiter meine normale Frauenärztin, da wo ich auch die Hormonbehandlungen hatte. Und als ich dann mit Malik Musa ja auf natürlichem Weg schwanger wurde und halt auch da war, habe ich mich mit ihr nicht mehr verstanden, weil der Arzt bei der Feindiagnostik meinte, ihre Frauenärztin muss sie eigentlich krank schreiben. Also damit ich damals Haushaltshilfe bekomme. Ich hatte Babys, Sechslinge, ne? Waren ja klitzekleine und ich war so schnell wieder schwanger und es war eigentlich eine Risikoschwangerschaft und die wollte mir damals keine Haushaltshilfe schreiben, also mich krank schreiben. Und dann war ich stinkig auf sie und habe damals auf eine ganz normale Frauenärztin dann auch gewechselt. Ja, und diese Sachen zu testen, bin ich halt dann nochmal in eine Kinderwunschklinik, habe mir dann eine andere ausgesucht, war dann die Empfehlung von meinem Professor aus der Charité, der die Sechslinge auf die Welt gebracht hat, war ein Kollege von ihm, bin ich dann dahin und was haben wir gemacht? Wieder dieses komplette Check-up von oben bis unten, ne? Insulin geguckt, Schilddrüse, ne? Blut, alles wurde geguckt. Wieder alle Werte super, alles in Ordnung. Das Einzige, da hat er nämlich gesagt, eben das mit der Perlenkette. Also, dass die Eierstöcke eben, das ist das Zeichen für PCOS. Es ist einfach diese Perlenkette von Zysten in den Eierstöcken. Und genau das hatte ich. So, das Ding ist, man muss auch überlegen, ich hatte keine Symptome, weil ich auch die ganze Zeit die Pille nahm. Das muss man ja auch noch bedenken, ne? Dass ich nicht so... Ich meine, ich hatte auch nicht mit 16, kann ich mich nicht erinnern, dass ich Symptome hatte. Ich kann mich auch nicht erinnern, als ich mal die Pille abgesetzt habe. Doch damals habe ich... genau. Als ich dann mich eben mit dem Thema so beschäftigt habe, mit der Pille, habe ich gesagt, so, nee, ich will die nicht mehr nehmen und habe die damals abgesetzt. Eben wieder keinen Zyklus und das Einzige, was ich gemerkt hatte, war, dass ich Haarausfall hatte. Sonst hatte ich keine Symptome. Also ich habe nicht irgendwie zugenommen oder sonst irgendwas. Mein Hautbild war eh immer, also auch als Teenager und so hatte ich halt, ich hab immer gesagt, ich hatte keine Pubertät, weil ich hatte nie Hautunreinheiten oder sowas als Teenie. Ich weiß halt nicht, ob das alles mit meiner Hormonstörung mit zusammenhängt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, war ich dann bei ihm und meinte dann so, ich will einfach nicht die ganze Zeit diese Pille nehmen. Ich möchte nicht. Es ist so viel Negatives darüber und sehe es nicht ein, warum ich die halt die ganze Zeit nehmen muss. Ich will halt irgendwie dann anderweitig, ja, verhüten, aber ich will das halt nicht einnehmen. Ja, und was er gesagt hat, war halt einfach so, ja, es geht nicht anders. Also wenn ich sie halt nicht einnehme, kriege ich halt meine Periode nicht und trotz dessen ist ja so, dass irgendwie die Gebärmutterschleimhaut sich trotzdem aufbaut und somit halt Zysten entstehen können und irgendwie meinte er halt, weil wer PCOS hat und dem diese Hormone fehlen, geht es dann wieder irgendwie auf die Knochen, also es ist schlecht für die Knochen, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er gesagt, nee, es geht nicht anders, ich muss die Pille nehmen, also er hat so gesagt, es ist für mich schlechter, gesundheitlich, wenn ich sie nicht nehme, als wenn ich sie nehme, genau, so hat er es ausgedrückt, ja. Und dann bin ich enttäuscht, weiter mit Einnahme der Pille nach Hause gegangen, also ja, nach Hause gegangen und ich habe weiter die Pille eingenommen, habe dann die Pille weitergenommen und ja, bis eigentlich letztes Jahr, das war dann im August, September, also August ging es los, letztes Jahr August 2020 ging es das, also wie gesagt, ich war sowieso in dem Modus die ganze Zeit, warum muss ich den Schrott nehmen die ganze Zeit? Das kann doch nicht sein, und dann eben war es so, dass im August,
letztes Jahres. August ging es schon los, dass meine Periode nicht richtig gekommen ist mit der Einnahme der Pille, was ja bei mir immer der Fall war. Und im September ist sie komplett ausgeblieben. Trotz Einnahme der Pille. Ne? Ich mache ja immer diese Pause und dann kommt ja die Periode, was ja keine Periode ist, sondern eine Abbruchblutung. So, und die ist nicht gekommen. Und ich so, Und ich habe so ein Déjà-vu geschoben. Und zwar ist mir das ja nur einmal passiert, dass mit der Einnahme der Pille meine Periode nicht gekommen ist. Und zwar, als ich schwanger war mit Malik Musa. Und ich nur so, warum ist meine Periode nicht gekommen? Bin ich jetzt etwa schwanger? Und ich weiß, diese Frage wird kommen. Ich bin nicht weiter in Planung. Also ich plane keine größere Familie. Ich habe immer damals mir 3 Kinder gewünscht. Das war so meine Planung immer für die Zukunft, bevor ich Kinder bekommen habe. Ja, das habe ich schon sehr, sehr überschritten, ja, mit 8 Kindern. Deswegen, falls hier mal die Frage kommt, nein, ich plane nicht. Das, sage ich mal, trotz Verhütung, also es ist immer so, es gibt keine, ich sage nur so 100%ige Verhütung, ne? Es kann immer passieren, aber daran denke ich nicht, sondern ich plane keine weiteren Kinder. So, Punkt. Auf jeden Fall, ja, dachte ich so, was ist denn los? Warum habe ich meine Periode nicht bekommen? Was ist? Rufe ich bei der Frauenärztin an. Sage ich so und so, ich möchte einen Termin. Ich habe meine Periode nicht bekommen. Sagt sie, ja, macht ja nichts, kann ja mal passieren. Und genau das Gleiche hatte mir damals meine Ärztin auch gesagt, als ich angerufen habe. Das ist genau das Gleiche. So, ja, macht ja nichts, das kann passieren. Ich so, ja, aber ich nehme seit 20 Jahren die Pille und das ist mir nur einmal passiert und damals war ich schwanger. Und sie so, nee, das steht drinne in der Anleitung. Steht es drin, dass die Regel ausbleiben kann. Ich so, ja, aber das ist mir noch nie passiert, nur damals. Und sie so, ja, dann gehen Sie und machen Sie einen Schwangerschaftstest. Ja, bin ich dann hin und habe einen Schwangerschaftstest gemacht und war dann beruhigt, dass ich nicht schwanger war. Also es ist wirklich, also was ich da durchgemacht habe, war echt, ja, heftig. Ja, ich war nicht schwanger und dachte mir so, also irgendwas stimmt da nicht, ne? Wenn mir das eigentlich nie passiert, dann dachte ich mir so, versucht mir mein Körper vielleicht was zu sagen? Ja, es war eigentlich so. Mein Körper hat mir versucht, was zu sagen. Ich dachte mir dann einfach so, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es regt mich jetzt auf, ne? Ich habe gesagt so, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich will jetzt nicht weiter die olle Pille nehmen. Jetzt auf einmal bleibt auch noch die Regel aus. Nö, ich setze die jetzt ab. Habe ich die einfach abgesetzt. Ich habe die im Oktober abgesetzt und habe gesagt, ich schaue jetzt. Ich habe immer mehr weiter gelesen. Ich habe Seiten gefunden. Ich habe auf Instagram auch eine Seite gefunden, also es gibt total viel auch auf Instagram, viele Seiten, die sich mit dem Thema PCOS beschäftigen. Ich habe viel danach gelesen. Ich habe mir eben dieses Buch geholt, Bye Bye Pille. Und habe gesagt so, nee, ich nehme das jetzt irgendwie in Angriff. Ich habe mir gesagt, ich will jetzt diese Ursache bekämpfen und nicht jetzt die Symptome, ja. Ich habe ja nichts davon von so einer Fake-Menstruation und ja, tu mir nichts Gutes, weil man sagt ja generell sowieso, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, ne, wer es nicht weiß, ich bin 37, dass ab 35 Jahren ist es eh nicht gut, die Pille zu nehmen. Ja, so dadurch, dass ich so ein paar so Infos hatte und so, dachte ich so, nee, ich will jetzt einfach nicht nehmen, ich sage jetzt einfach nein und ich schaue, was ist und ich versuche das irgendwie, ja, auf natürliche Weise in den Griff zu bekommen. Und ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, im Oktober die Pille abgesetzt und dann war eben das Erstaunliche, was mir bis dato eben nicht passiert ist. Ich habe zwar ja immer die Pille eingenommen, aber ich hatte ja Phasen, lange Phasen, also zum Beispiel das erste Mal war ja fast ein Jahr, dass ich die Pille nicht genommen habe, ne, bis ich schwanger war mit meiner ersten Tochter. Das war ja wirklich fast ein Jahr ohne Pilleneinnahme, wo ich nicht einmal meine Periode bekommen habe. Dann, als wir unser zweites Kind geplant haben, also dann eben, wo ich mit den Sechslingen schwanger wurde, da hatte ich auch ja eine Phase, bis ich dann wieder zur Ärztin gegangen bin, um unterstützend schwanger zu werden, waren es ja auch, glaube ich, 8 Monate. Und eben vor den 4 Jahren, wo ich auch gesagt habe, so, nee, ich will nicht mehr, hatte ich auch 6 Monate Pause. Und in dieser Zeit hatte ich nicht einmal meine Periode bekommen. So, jetzt habe ich im Oktober letztes Jahr die Pille abgesetzt und ich habe Ende November meine Periode bekommen. Das war meine allererste, echte, natürliche Periode. Ich war so unter Schock und das Ding ist, die Wochen davor, ich habe so krasse Sachen durchgemacht und ich dachte die ganze Zeit, das ist jetzt dieser Hormonwechsel von der Pille. Ich hatte so krasse Stimmungsschwankungen.
Mir war übel, mir war andauernd schlecht. Ich dachte so, nee, schwanger bin ich jetzt aber nicht, ne? Mir war die ganze Zeit schlecht. Wie gesagt, Stimmungsschwankungen. Ich hatte krasse Brustschmerzen, Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen, so eine krassen Sachen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, oh, das ist jetzt die Entgiftung, ne? Nach so vielen Jahren Pille ist es die Entgiftung. Ich mache jetzt so viel durch. Aber nein, was ist? Das waren die Zeichen für eine Periode. Ne, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe ja dadurch, dass ich ja immer nur die Pille genommen habe mit der Pille, ich weiß nicht, wie es bei anderen Frauen ist, vielleicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bei mir war es auf jeden Fall so, ich hatte nie irgendwelche Symptome, ich hatte nie Unterleibsschmerzen, nie irgendwas, also bei mir war es, also ich kannte das alles nicht, ne? Ich kannte diese ganzen Sachen gar nicht. Ja, das waren alles die Zeichen für eine Periode und ich habe dann meine Periode bekommen und ich war voll unter Schock. Ich dachte so, nee, das ist jetzt keine echte Periode, ne? Aber doch, es war meine Periode und das war dann Ende November und ich habe dann nochmal jetzt Anfang Januar nochmal meine Periode bekommen. Das heißt, ich habe schon, also es ist noch keine sehr regelmäßige Periode, aber dass ich überhaupt dann nochmal, also es war dann jetzt 6 Wochen Abstand, wieder meine Periode bekommen habe, ist für mich so ein tolles Zeichen. Ihr wisst gar nicht, wie es mir danach ging, nachdem ich nochmal die Periode bekommen habe, jetzt Anfang Januar, dachte ich nur so, wow, so voll so happy. Und ich habe diesmal gemerkt und diesmal, ja, wie eine normale Frau, wirklich, ich habe dieses, wer PCOS hat, glaube ich, der fühlt sich ja nicht wie so eine normale Frau, sage ich jetzt mal. Und da war es so, ich habe wieder gemerkt, ich habe Rückenschmerzen gehabt, mir war wieder übel, Unterleibsschmerzen, Brustschmerzen. Ich dachte so, das sind wieder die gleichen Zeichen. Ich glaube, ich kriege meine Periode. Und dann war es wirklich so. Und das war so, wo ich gesagt habe, also ich bin wirklich immer mehr so, dass ich auf meinen Körper höre. Und das war halt wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, schau mal, mein Körper hat mir was gesagt. Der hat gesagt, mit Pilleeinnahme, du kriegst jetzt keine Abbruchblutung. Ja, ist ja keine Periode. Kriegst du nicht, damit ich jetzt reagiere. Ne? Wirklich, weil trotz PCOS ich jetzt meine Regel bekomme und ich hoffe, dass ich das jetzt so in den Griff kriege, dass es auch regelmäßig wird und ich dann endlich ja hormonfrei bin. Ich habe einfach das Gefühl, warum das so ist. Ich denke, also ich habe mich ja, wie gesagt, schon vorher so mit dem Thema beschäftigt. Ich habe schon extrem auf meine Ernährung geachtet. Also wer uns ja schon länger folgt, ihr wisst ja, wie ich so koche. Ich achte ja generell auf eine sehr, sehr gesunde und ausgewogene Ernährung. Ja, auch für meine Kinder, die ganze Familie, wir achten halt generell drauf. Aber ich habe mich nochmal bewusster ernährt. Und zwar sagt man generell, also es ist empfohlen, bei PCOS für Frauen extremer nochmal auf die Ernährung zu achten. Also auf eine... Am besten ist eine milchfreie, glutenarme Ernährung. Das ist so ein bisschen so die Empfehlung von vielen. Und was ich gemacht habe, also ich esse halt sehr, also milchfrei sind wir schon lange, also ich kaufe halt gar keine Kuhmilch mehr, das hat halt eher so andere Gründe, wegen den Tieren und so, das ist aber auch ein langes Thema, wenn es euch interessiert, könnte ich da gerne auch nochmal darüber sprechen. Das ist nämlich auch nochmal ein wichtiges Thema, was ich finde, ist gerade so Halal und Muslime und vegan und so weiter, also wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich sehr viel vegan ernährt, also auf jeden Fall halt komplett milchfrei, sehr nochmal extrem auf die Ernährung geachtet, weniger Gluten gegessen. Ja, und ich hatte das Gefühl, dass vielleicht da schon mein Körper halt sich viel getan hat. Vor allem, was auch noch sehr, 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 sehr wichtig ist, ist Vitamin D. Und diesen Mangel hatte ich und den hatte ich schon ein halbes Jahr davor, bevor ich die Pille abgesetzt hatte. Mir den nämlich testen lassen. Ich wusste eigentlich, dass ich Vitamin D-Mangel hatte, weil ich habe den schon mal vor Jahren kontrollieren lassen. Ich hatte halt wirklich immer diese Winterdepression, diese Müdigkeit und so. Und dann hatten viele bei Instagram, ja, dank meiner Community mich nochmal so drauf aufmerksam gemacht, ja, vielleicht hast du ja Vitamin D-Mangel. Und deswegen habe ich da schon eben Vitamin D eingenommen. Ja, und die gesunde Ernährung, da eben ganz wichtig, deswegen denke ich, dass das viel geholfen hat. Was jetzt mein Punkt war, weil ich wollte halt erstmal wirklich so die Pille absetzen, mal 3 Monate warten, bis ich überhaupt zum Arzt gehe, denn das macht keinen Sinn, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr die Pille absetzt, es macht gar keinen Sinn, wenn ihr dann gleich darauf zum Arzt geht und dann eure Blutwerte checken lässt. Also es macht überhaupt keinen Sinn, weil da ist es komplett alles durcheinander. Also es muss ja erstmal, das alles so ein bisschen raus aus dem Körper, um überhaupt zu sehen, wie sieht es denn da aus. Ne? Und das ist das, was ich meine. Das ist das Problem. Wenn ich halt mit Einnahme der Pille zum Arzt gehe und sage, ja, Werte ist alles super, ne, sieht doch alles gut aus, außer hier diese Perlenkette im Eierstock. Und das ist halt das Ding. Ne? Man muss halt wirklich erstmal absetzen, warten, dass der eigene Körper erstmal wieder zu sich kommt, um dann zu schauen, wie sind dann eigentlich die Hormone.
Und das wollte ich eigentlich machen, ne? Abwarten und dann eben zum Arzt gehen. Beziehungsweise war dann halt eben auch die Empfehlung von ganz vielen auch aus der Community, die gesagt haben, also am besten ist es, ne, weil die normalen Frauenärzte eben sich nicht so intensiv darum kümmern, entweder zum Heilpraktiker oder eben eine Frauenärztin, die auf Naturheilkunde spezialisiert ist. Also weil die sich dann nochmal mehr darum kümmern. Denn was auch super, super wichtig ist, ist dieses PCOS. Das kann aus so vielen Sachen entstehen. Also Hormonstörung kann aus vielen Sachen, kann durch Übergewicht eben schlechte Ernährung. Es kann sein, dass ihr irgendeinen Mangel habt. Deswegen ist es super wichtig und das will ich halt jetzt auch noch machen. Ich habe jetzt erstmal im Februar nochmal einen Termin bei meiner normalen Frauenärztin, weil ich will einfach, dass sie einmal guckt, ne, so Blut und ein Ultraschall. Ich bin echt gespannt, wie meine Eierstöcke aussehen. Auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Das möchte ich einmal abchecken und dann ist halt mein nächster Schritt halt auch nochmal eben entweder Heilpraktiker oder Frauenärztin mit spezialisiert auf Naturheilkunde, um eben dann nochmal richtig abzuchecken. Ich hatte eigentlich beim Hausarzt normal diesen Check-up gemacht, aber ich weiß nicht, ob der das so intensiv macht. Bin mir da nicht so sicher, auf jeden Fall. Ob euer Vitamin B12 gut ist, ob eben Vitamin D, ob ihr sonst irgendwelchen Eisenmangel, super, super wichtig, all diese Magnesium, Calcium, all das einmal abchecken. Weil wenn da was nicht stimmt, kann das schon so viele Sachen verursachen im Körper. Gerade eben im weiblichen Hormonhaushalt können diese Sachen sehr, sehr viel bewirken. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr jetzt die Diagnose von der Frauenärztin bekommt habt, PCOS, macht keine Panik. Sucht euch, wenn das eure Frauenärztin nicht macht, wenn sie nicht spezialisiert ist, wenn sie nicht so die Ahnung hat, dann sucht euch entweder eben einen speziellen, geht entweder in eine Kinderwunschklinik, so, entweder Kinderwunschklinik, weil die sind spezialisiert auf diese Hormone, also auch wenn ihr keinen Kinderwunsch habt, ja, ich habe jetzt auch keinen Kinderwunsch, es geht halt einfach um meine Hormone, ich möchte halt eben ohne diese künstlichen Hormone leben können, das ist ja mein Wunsch, deswegen ja, entweder dann eben zum Arzt, der darauf spezialisiert ist, oder ihr geht eben zum Heilpraktiker. Also wichtig ist wirklich, dass ihr alles abcheckt, ne? Erstmal wirklich das Insulinwerte checken, Schilddrüse checken, dann diese ganzen Vitamine, das ist wirklich wichtig, alles abzuchecken, ne? Habt ihr irgendwie, liegt es daran, weil irgendwas mit der Schilddrüse nicht ist, ne? Dann lässt ihr euch eben darauf behandeln, ne? Auch die Schilddrüse, das kann viel machen. Habt ihr Vitamin D-Mangel, dann Vitamin D einnehmen. All diese Sachen sind ganz, ganz wichtig. Lasst euch bitte nicht mit der Pille abspeisen. Das ist so meine Message hier. Lasst euch bitte nicht mit der Pille abspeisen. Das ist immer so ein bisschen einfach und ihr wisst ja bestimmt auch, wie es so ist und Pharmaindustrie und so weiter. Das ist halt immer so, ne, das ist der einfachste Weg, aber das ist halt nicht das Ziel. Deswegen, ich überlege jetzt, ob ich jetzt alles erwähnt habe, was ich erwähnen wollte. Ja, das ist so mein Weg. Also wie gesagt, ich bin halt keine Spezialistin. Das ist jetzt so halt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mein aktueller Stand ist halt eben so. Ich merke halt, ne, meine Hormone spinnen noch ganz schön. Also, ne, also gerade so. Und deswegen, aber ich muss euch einerseits sagen, dass ich merke gerade, auch gerade nachdem ich meine Periode gekriegt habe, wie meine Stimmung sich verändert hat. Ich bin so happy. Ich fühle mich so, als hätte ich mich geheilt. Wirklich, das ist so, man darf echt das nicht unterschätzen, wie der weibliche Hormonhaushalt auch auf die Psyche wirkt. Und ich kenne halt wirklich viele Frauen, die auch psychisch sehr, sehr leiden durch diese Hormonstörung. Ne? Und ich habe es ja wirklich gemerkt, das war bei mir wirklich so eine Achterbahn an Emotionen, wo ich gesagt habe, was ist denn mit mir los? Warum heule ich denn andauernd? Ne? Warum bin ich denn jetzt so aggro? Also es ist echt krass, was die weiblichen Hormone so mit einem machen. Aber ja, ich hoffe, dass ich das jetzt in den Griff bekomme. Und ich schaue mal, also ich würde jetzt, wenn ihr fragt, jetzt nach einer hormonfreien Verhütung, wäre jetzt für mich jetzt, ne, ich hatte ja schon Schwangerschaften, Geburten hinter mir, also für mich ist jetzt die Option, also die beste Option, denke ich, jetzt eine Kupferspirale. Ich bin mir noch nicht sicher, aber das ist das, was ich jetzt so ja rausgefunden habe, was jetzt eben hormonfrei wäre und jetzt für mich eigentlich ganz gut, denke ich, wäre dann die Kupferspirale. Ihr könnt mir gerne auch da, wie gesagt, wäre super, wenn wir uns da wirklich in den Kommentaren austauschen zu dem Thema, dass wir uns da gegenseitig weiterhelfen. Ja, aber das ist so, denke ich, jetzt so die Option, die bei mir im Raum steht, ne, aber ich will halt, wie gesagt, erstmal noch ja, schauen, wie sehen jetzt meine Eierstöcke aus, wie sehen generell meine ganzen Werte aus, ja, wie es dann weitergeht. Nochmal abchecken, was ich alles benötige. Ach so, und jetzt habe ich schon auch noch ein paar Sachen vergessen. Ich habe doch noch was vergessen. Genau, meine Symptome jetzt nach dem Absetzen der Pille
war ja halt einmal, ne, ich dachte jetzt, also die einzigen Symptome, die ich ja jetzt hatte nach dem Absetzen der Pille war, was ich auch damals hatte vor 4, 5 Jahren, war jetzt Haarausfall, extremen Haarausfall und dass ich gemerkt habe, meine Haut möchte ausrasten. Die ist gerade aktuell, die ist gestern ausgerastet. Ich wollte das Video gestern filmen, habe ich nicht gemacht, weil die ist gestern ausgerastet. Ich habe eigentlich überall wie es auf Deutsch heißt, so bumpy, also so Ruppel, also so wie so Grieß im Gesicht. Ich habe sehr, sehr empfindliche Haut bekommen. Also die will ausrasten. Die will Pickel kriegen, aber ich habe zum Glück so mit meiner Pflege habe ich die echt gut im Griff, aber die will ausrasten eigentlich. Und eben extrem Haarausfall. Und auch da, das kannte ich auch schon von vorher, die goldene Milch. Vielleicht habt ihr davon auch schon gehört. Und auch da, das kannte ich auch schon sehr, sehr lange. Aber ich sag mal so, ich wollte das nicht trinken. Ich bin eigentlich nicht so, aber ich dachte mir so, jeden Morgen dieses Dings und ich bin ehrlich, ich wollte diese goldene Milch die ganze Zeit nicht trinken, weil die Zunge so gelb macht und ich Angst habe, dass meine Zähne gelb werden. Ich habe da so ein bisschen so einen Tick und ich habe deswegen die ganze Zeit nicht die goldene Milch einnehmen wollen. Habe dann aber gesehen, dass es auch Kapseln gibt, also vegane Kapseln, wo die ganzen Sachen auch drin sind, also zum Beispiel pures Kurkuma, Bio-Kurkuma, einfach in Kapsel, ohne noch irgendwelche Sachen, Füller und so weiter drin, sondern wirklich nur pur in Kapseln. Hätte man auch selber machen können, aber auch da wäre ich zu faul gewesen. Ja, und somit habe ich mir alles, was in der goldenen Milch drin ist, und zwar Kurkuma, Hagebutte, Ashwagandha, Shatavari und Gerstengras. Das sind jetzt die Sachen, die ich einnehme, als in Kapselform. Es sind ein bisschen viele, ich teile die mir auf den ganzen Tag auf. Und Schwarzkümmelöl. Also ich nehme mal die Kapseln und dazu einen Teelöffel täglich Schwarzkümmelöl. Das ist das, was ich einnehme. Und da habe ich jetzt gemerkt, nehme das jetzt noch gar nicht so lange, aber mein Haarausfall hat direkt gestoppt. Also Gerstengras ist A und O, wenn Haarausfall. Und ansonsten könnt ihr auch selber da googeln, für was alles gut ist. Shatavari und Ashwagandha und eben Hagebutte, Kurkuma. Also könnt ihr alles selber so ein bisschen nachforschen. Ich kann euch gerne mal in die Infobox die Instagram-Seiten verlinken, die mir geholfen haben. Also einmal von der Mira und einmal von der Julia, die dem PCOS. Und die Mira ist die mit der goldenen Milch. Da sind ja auch sehr, sehr viel Infos und so weiter. Kann ich euch gerne in die Infobox verlinken. Da könnt ihr da vorbeischauen. Das waren die mir geholfen haben. Also ich nehme jetzt, wie gesagt, diese goldene Milch in Kapselform. Das hat jetzt sehr gut geholfen mit dem Haarausfall. Und ansonsten, wie gesagt, ist das der aktuelle Stand. Februar geht es zum normalen Frauenärztin. Mal schauen, wie so meine Eierstöcke aussehen. Und dann schaue ich weiter und gehe wahrscheinlich, also ich habe schon eine auf dem Schirm, eine Frauenärztin mit Naturheilkunde. Genauso Frauenärztin, Schwerpunkt Naturheilkunde. Die ist halt privat, ja. Also da werde ich dann halt da einen Termin machen. Und ja, wenn ihr dann noch wollt, dass ich euch auf dem Laufenden halte, wie es dann in den nächsten Monaten so aussieht, dann schreibt mir auch das gerne in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen oder vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, falls es euch diagnostiziert wurde, dass ihr denkt, kann ich jetzt keine Kinder bekommen, bin ich jetzt unfruchtbar, was passiert mit mir? Oder halt auch eben in der Hoffnung, dass ihr euch nicht, wie ich damals oder ich die ganzen Jahre einfach mit der Pille abspeisen lässt. Ja, das ist so mein Ziel mit diesem Video und ich hoffe, es hat euch ein wenig helfen können oder informieren können. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lässt und den Kanal abonniert und die Benachrichtigungsglocke aktiviert, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis bald.